Hallo, heute bekommt unser Passat 35i ein neueres vorderes Motorenlager. Ein kaputtes Motorenlager erkennt man daran, dass sich der Motor beim Anfahren mit angezogener Handbremse sehr stark anhebt und starke Geräusche von sich. Der Motor muss dazu etwas angehoben werden, um das neue Lager hineinzubekommen. Hierzu benutzen wir mein Universal-Motorenhebegerät. Die Querstange ist ein Standard-U-Profil. U-Profil zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus. Durch die verschiedenen Langlöcher kann die Halterung auf verschiedene Motoren eingestellt werden. Beide sind aus Vollmaterial, einfach Flacheisen aufeinander geschweißt. Durch dieses Gelenk kann die Neigung des Kotflügels individuell berücksichtigt werden. Die Haken stammen von einer Kinderschaukel, ein Kinderschaukelhaken. Hier abgeflext, damit sie gut in die Aufhängungen gehen. So, für jedes Auto muss der Motorenhalter universell angepasst werden. Hier sind schon einige von den anderen Wagen verewigt. Da in die Mitte rein und 300 lang dicke. Mitte hätte ich 34,5. 345. Ihr seht wieder, das A und O einer Autoreparatur ist eine vernünftig ausgerüstete mechanische Werkstatt. So, das muss jetzt erstmal eingefädelt werden. Das und das. Alle Schrauben unseres Motorhalters werden angezogen. Den kriegst du nicht abgerissen. Das Lager wird hier unten gelöst, also müssen wir den Motor hier hauptsächlich aufhängen. Die Schläuche sind hier ein bisschen im Weg, deshalb montiere ich diesen Halter. Den Stecker da noch raus, aber das weiß nicht, wie das geht. Ist noch gesteckt, wunderbar. So, nun kommen wir einwandfrei. Und wir lösen die obere Mutter des Lagers. Motor so weit rauslupfen, dass ich da über den Bolzen komme. Sonst habe ich keine Chance. Allmählich hebt sich der Motor aus dem Lager. Das Lager ist unten mit 2 Schrauben. Der Schraubenzieher lösen beide. So, nun kommt die große. Was ist das? Ja, das Lager ist nun komplett lose. Wir müssen den Motor so weit anheben, dass wir das Lager entfernen können. Zur Sicherheit unterstütze ich den Motor hier noch mit einem Wagenheber. Also da habe ich so rum probiert gehabt. So komme ich gar nicht, wo ich das Lager rauskriege. Da muss die Leitung weg von der Hydraulik. Und so sieht ein defektes Hydrolager aus. Direkt über dem Lager verläuft ein Querträger, ein Defekt des Lagers, deshalb im eingebauten Zustand nur schwer zu erkennen. So, beim alten Lager ist dieses komplett ausgeschlagen. Hier ist natürlich gut, das ist das neue. Genau. So, jetzt brauche ich die Schraube und das Zeug von dem Lager. Ja, die sind innen selbst sichernd. So, und jetzt muss ich das einfädeln, das Lager. Ja, dann lass jetzt mal vorsichtig ab, millimeterweise. Dass das Lager beim Ablassen des Motors richtig einfädelt. Weiter? Ja, weiter. Bin genau drauf. So, nun ist das Lager so weit drin, dass ich die obere Mutter einsetzen kann. Hier steckt es schon in der Mutter gut drin und die Nase kommt auch. Wir lassen nochmal langsam ab. Bin aber auf allen drin. So.
So, was haben wir da noch? Auch lose. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wir müssen die Schrauben nur noch nach Moment anziehen. Die obere Schraube ziehen wir auch mal handfest an. Gut. So, wir ziehen das obere Lager mit 60 Newtonmetern an. Und die große der unteren Schrauben bekommt 70 Newtonmeter. Und gut ist. Die kleine untere Schraube bekommt 30 Newtonmeter. Natürlich müssen wir alle gelösten Schlauchbefestigungen wieder dran machen. Gut ist. So, wir können die Motorhalterung wieder abnehmen. Kräftig hoch, hoch, hoch. Die Verschraubung des Wasserschlauches ist hier die Halterung. Ein Kabelbinder um den Schlauch und gut ist. Auf die Gummihalteranschläge machen wir ein bisschen Glycerin. Die Halter schützen den Kotflügel vor dem Aufschlagen der Motorhaube. So, das neue Lager hält unseren Motor. Dank des neuen Motorlagers hebt sich der Motor beim Gasgeben nun deutlich weniger ab. So einfach war es, das vordere Motorlager im Passat zu wechseln.